Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Calypso und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich zeige dir heute die Lagune Bacalar in Mexiko. Das ist die Lagune der 7 Farben, La Laguna de los 7 Colores. Viel Spaß dabei! Oli. La laguna está hermosa, preciosa, increíble. Despertar, amanecer, empezar el día remando. Te fuiste al otro lado del mundo. Casi, casi. Willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Calypso und ich bin in Bacalar, La Laguna de los 7 Colores, die Lagune der 7 Farben. Heute fahren wir diese Lagune auf dem Segelboot entdecken. Estamos con el Capitán Abraham en la Laguna Bacalar. Está levantando la vela porque hoy vamos a conocer la Laguna de los 7 Colores en este velero. Captain Abraham versteht Deutsch. Und er setzt gerade die Segel. Spanish, English, and French also. Und wir werden sehen, wo die Piraten früher mal angekommen sind. Auf diesem coolen Trimaran. Weil wir haben 3 Kufen. Ich glaube, das heißt dann Trimaran. Wir fahren gerade am ökologischen Park vorbei, hier hinter mir an der Küste. Ich hoffe, man kann es sehen, weil gerade ist es ein bisschen gegen Licht. Und in diesem ökologischen Park gibt es Calypsos. Das heißt, ich habe eine neue Bedeutung von meinem Vornamen gelernt. An Stellen, wo das Wasser nicht so tief ist und eine besondere bläuliche Farbe annimmt und viele Tiere leben, sagt man hier Calypso dazu. Und der Kapitän hat mir gerade nicht geglaubt, dass ich so heiße. Aber hier gibt es also Calypsos und ich habe eine neue Bedeutung von meinem Namen gelernt. Das heißt, hier in Bacalar habe ich ein Zuhause. Und das Besondere hier an der Lagune ist, dass es hier Strolomiten oder sowas gibt. Ich spreche es 100% falsch aus, aber das ist eine Art von Bakterie, die es nur in ganz wenigen Orten auf dieser Welt gibt. Und diese Bakterien, die produzieren Sauerstoff und davon lebt die Lagune, so ganz kurz erklärt, weil ich bin keine Biologin. Wir fahren gerade an Bacalar Centro vorbei und wir fahren Richtung Piratenfestung, da wo die Piraten angekommen sind. So, auf dieser Seite sieht man eine Festung. Von da aus wurden die Piraten mit Kanonen befeuert, wenn sie hier angekommen sind. Hinter mir ist der Kanal der Piraten. So, das Segelboot quietscht vielleicht ein bisschen, aber mittig im Bild sieht man das Piratenschiff. Wir fahren gerade auf den Kanal der Piraten zu. Die Piraten waren auf der Suche nach einem bestimmten Holz. Dieses Holz hieß Palo Tinto. Und aus diesem Holz wurden bestimmte Farbstoffe gewonnen, zum Beispiel um Kleidung zu färben. Und auf der anderen Seite ist noch eine weitere Lagune, sie heißt Laguna Mariscal, wenn ich mich nicht irre. Da sieht man diese kleine Konstruktion, die ein bisschen die Form eines Schiffs haben sollte. Und das Wasser ist hier nicht sehr tief und knallgrün. Wir mussten ein bisschen den Motor einschalten, denn heute ist kaum Wind. Abraham hat gerade das Anker geworfen. Una bomba yucateca. La entrada de los piratas. Okay. So, wir segeln jetzt weiter zum nächsten Spot. Wir fahren zu einem Cenote. Meine Tante und ich sind einmal um das Piratenschiff drum geschwommen. Man kann auch drum laufen, denn es ist an einigen Stellen überhaupt nicht tief, deswegen kann man da auch einmal drum herum laufen. Als wir um das Boot herum geschwommen sind, um das Piratenboot, das ziemlich groß ist, hat es sogar angefangen zu regnen und jetzt gerade regnet es auch ein bisschen. Die Lagune der 7 Farben, La Laguna de los 7 Colores. Warum? Weil je nachdem, wie das Wetter ist, das Licht, das heißt der Himmel und auch wie tief die Lagune ist an unterschiedlichen Stellen, bekommt das Wasser eine andere Farbe.
Heute ist das Wetter gar nicht so gut, deswegen, es regnet sogar ein bisschen, also es sind so ein paar Tropfen, so richtig Regen kann man das nicht nennen. Aber deswegen sieht die Lagune eher grün aus. Aber das Wasser ist durchsichtig und das Wasser ist süß. Und es ist voller Mineralien. Deswegen, wenn man schwimmt, wird man nicht so von dem Wasser getragen, wie man im Meer vom Wasser getragen wird. Und ich habe eine Mango, das ist meine Lieblingsfrucht. Das ist ein Mango Manila, das ist eine besondere Art von Mango. Wenn du mich gern hast, dann schenkst du mir eine Mango. Die Sonne scheint, aber die Wolke über uns regnet. Und da beiße ich jetzt gleich rein, also man muss sie schälen, aber da ich kein Besteck habe, schäle ich sie jetzt gleich so. Sehr interessantes Wetter und wir haben Segel gesetzt. Das Motor ist jetzt, der Motor ist gerade aus. Wir fahren nur mit dem bisschen Wind. Es gibt nämlich gar nicht so viel Wind. Und da hinten sieht man auch die Wolke, dass es da runter regnet, ein bisschen mehr als hier. Da ist blauer Himmel. Ich zeige euch mal die Regentropfen im Wasser. Wow, das Licht ist so schön und es regnet eigentlich richtig doll. So spannend. Der Himmel ist blau, aber es regnet. Aquí está. Der Himmel ist blau, aber es regnet ganz schön doll. Und schaut nur, wie das Licht da aussieht. So interessant dieses Wetter. Und der Regen ist erfrischend, es ist warm. Ein ganz, ganz besonderes Erlebnis. Cerquita del cenote negro. Wir haben einen doppelten Regenbogen geschenkt bekommen. Den blasseren Regenbogen kann die Kamera kaum einfangen, aber wenn ihr ganz genau hinschaut, sieht man den schon. Und was für ein Naturspektakel, traumhaft schön. Wir fahren gerade über dem Cenote Negro, schwarzer Cenote, weil es hier der tiefste Cenote ist, 68 Meter tief. Und man sieht, wie plötzlich eine Kluft entsteht. Die Farbe sich ändert, also von hell zu dunkel. Und wir sind jetzt mitten über dem Cenote Negro. Unser Kapitän hat unglaublich gute Navigierskills. Er navigiert sehr präzise über dem schwarzen Cenote. Unser Kapitän Abraham hat eine Iguana in den Bäumen entdeckt. Ich konnte sie leider nicht finden, aber vielleicht hast du bessere Augen als ich und findest die Iguana. Sowohl in der Lagune als auch abseits von der Lagune gibt es noch einige Cenotes. Im Cenote Negro wird in der Regel nicht getaucht, weil hier etwas Bootsverkehr ist, aber in den Cenotes, die außerhalb von der Lagune sind, darf man tauchen. Im Cenote Negro wird eher Apnoe-Tauchen geübt und ich hoffe, ihr habt vorhin gesehen, wie der Boden plötzlich verschwunden ist und wir dann über diesem super tiefen Cenote gefahren sind. Wenn du hier aufmerksam hinschaust, siehst du, wie die Farbe des Wassers sich ändert, denn es ändert sich hier auch die Tiefe. Wir verlassen den Cenote und sind jetzt auf weniger tiefem Wasser unterwegs. So, ich weiß nicht, ob die Kamera das aufgefangen hat. Auf jeden Fall ist dieser Cenote einen Durchmesser von 200 Meter und eine Tiefe von 68 Meter und ist durch einen Meteorit entstanden und durch die Erosion wird dann der Cenote immer größer. Estamos en la laguna de los 7 colores y les recomiendo mucho que hagan el tour aquí en la laguna en el velero. Es mucho más recomendable salir en velero porque no contaminan el planeta
y además avanzan a una velocidad más natural porque avanzan con el viento, entonces mucho más agradable salir en velero y además el velero es muy tranquilo, no se escucha el ruido del motor. Por eso les recomiendo mucho este tour para conocer la laguna, que realmente es increíble y muy grande y tiene muchísimo que ofrecer. Y también tomar un poquito de sol y ver los 7 colores de la laguna. Y pueden echar un chapuzón, realmente vale la pena, es muy divertido, se pueden meter a nadar, descubrir los diferentes cenotes y platicar con un capitán muy experimentado que se lo sabe todo sobre el cenote. Y es un muy buen capitán porque logra manejar velero con muchísima precisión. Nos llevó al cenote negro y le dimos así una vueltita muy padre, entonces no se lo pierdan. Diese kleine Insel hier ist die Insel der Krokodile. Hier legen sie ihre Eier. Dieser abgesteckte Bereich mit Stöcken, der etwas bräunlicher aussieht, da sind die Estromatolitos, das sind diese Korallen oder Bakterien, die Sauerstoff in der Lagune produzieren und deswegen ist es hier abgesteckt mit den Stöcken und mit einem Seil, damit das geschützt wird und da niemand drüber fährt oder schwimmt, weil sich hier diese Korallen reproduzieren. Und ich glaube, die Kamera fängt es ganz gut auf jeden Fall die Stöcke und auch die Änderung der Farbe, dass es zwischen grün-blau zu bräunlich wird. Und die Insel der Krokodile. Wir haben gerade Anker gelegt, denn hier in diesem Bereich, weiter Richtung Küste, ist der Cenote Esmeralda. Man sieht auf jeden Fall in echt, ja, auf der Kamera weiß ich nicht, wie die Farbe sich ändert. Und der Cenote Esmeralda ist der größte Cenote, der hat einen Durchmesser von 600 Metern. Die Segeltour ging circa 4 Stunden und nun machen wir uns auf den Rückweg und genießen dabei den Sonnenuntergang über der Lagune. Schaut nur, wie schön das ist. So eine Tour ist auf jeden Fall eine super Gelegenheit, um neue Leute kennenzulernen und wir hatten auf jeden Fall eine super Stimmung auf unserem großen Segelboot. Schließlich auf der Heimfahrt fahren wir an der Insel der Vögel vorbei. Gerade ist die Uhrzeit, wo die Vögel hier reinfliegen. Vielleicht könnt ihr welche erblicken. Und hier gibt es zum Beispiel einen Vogel, der heißt Spatula rosada. Wir haben gute Stimmung auf dem Segelboot. Das ist schön. Schöne Konversationen sind entstanden. Die Spatula rosada ist wie ein kleiner Flamingo und trägt diesen Namen, weil der Schnabel die Form eines Löffels hat. Schaut euch nur diese traumhaften Farben im Himmel an. Ich finde das auf jeden Fall atemberaubend. Der Vogel Spatula rosada heißt auf Deutsch auch rosa Löffler und hier seht ihr ein paar Garzas nivea vorbeifliegen. Das ist ein Schmuckreiher. Guten Morgen von der Cabaña Sol. Sol wie Sonne, die gerade aufgeht. Sonne ist ein Stern, so wie ich, weil ich Citlali heiße und Citlali Stern bedeutet. Und es regnet gerade noch ein bisschen. Es ist bewölkt, aber langsam gewinnt der blaue Himmel das Feld. Hoffentlich. Ich habe eine sehr romantische Nacht verbracht in dieser Palmenhütte. Romantisch, weil ich mit der Geräuschkulisse des Dschungels schlafen durfte, mit den Insekten, den Vögeln, die man gerade immer noch singen hört, miteinander sich austauschen hört und die Regentropfen. Buenos días. Hallo. Sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Ah, en serio? Ahí voy. Bueno, ahí voy a los kayaks, entonces ya me vestí. So sieht's hier aus. Man hat von dieser Hütte direkten Blick auf die Lagune und
Wie eine Prinzessin habe ich übernachtet. In dieser Hütte, die auch voll ausgestattet ist. Hinter dieser Wand gibt es alles, was man braucht. Und meine Tante hat mich gerade angerufen. Sie ist schon auf dem Kajak. Ich lasse mal die Vögel sprechen. Ich hoffe, dass das Mikro das auffängt. Cabaña Sol. Cabaña Sol. So sieht sie aus. Da ist die Lagune. Ah, buenos días, tía. ¿Ya te subiste al kayak? Buenos días, desde la terrible experiencia que es estar aquí en el paraíso. Desde la mañana. Ya se dio una Viendo el vuelta. amanecer aquí en el kayak, o sea, es horrible. No, no vengan porque es realmente horrible despertar con el agua transparente, el sol de frente, las aves cantando, no sé, es como raro. Necesito el ruido de la ciudad. Sí, miren el agua transparente. Vamos a hacer kayak. Bueno, otra vez. Y a ver si logro sentarme en este kayak. Claro. Ahí vamos en el kayak a mojarnos las pompis. Direkt aufwachen. Erste Aktivität des Tages. Kajak fahren. Los geht's. So, hier kann man auch baden. Angenehm reinsteigen, denn hier ist es überhaupt nicht tief. Hier kann ich mit einer Hand fahren. So, das hinter uns ist unser Zugang zur Lagune. Und meine Tante ist schon ganz weit weggefahren. Meine Tante ist schon da hinten. Und ich glaube, wir sind die einzigen gerade auf der Lagune. La felicidad está en la brisa que sientes sobre tu piel. Das heißt, die Glückseligkeit ist in der Brise, die du auf deiner Haut spürst. Und diese Brise spüre ich hier gerade auf jeden Fall. Ich bin mitten auf der Lagune. Die Sonne scheint mir ins Gesicht. Und die Lagune ist normalerweise knallblau und hat verschiedene Blautöne. Laguna de los Siete Colores. Ich habe sie grünlich erwischt. Sie ist wunderschön, keine Frage. Es liegt vielleicht am Wetter, weil es bewölkt ist und regnerisch. Die Natur wechselt einfach die Farbe manchmal. Es kann sein, dass wenn du kommst, du eine grünliche Lagune erwischst mit durchsichtigem Wasser oder eine knallblaue Lagune. Auf jeden Fall wirst du eine wunderschöne Zeit haben. Und meine Videos sind auch nicht gestellt, sie sind nicht verändert. Ich versuche nicht etwas anders darzustellen, als es ist. Sie sind sehr spontan. Es wird hier nichts retuschiert, damit du einen möglichst realitätsnahen Eindruck bekommst von meinen Reisen hier in Mexiko, den vielen Orten, die ich kennenlerne. Und dass du diese Orte durch meine Augen sehen kannst, durch die Augen von einer Person, die Mexikanerin ist und auch Deutsche. Das heißt, der Vorteil daran ist, dass ich das, was ich hier aufsauge, übersetzen kann. Nicht nur sprachlich übersetze, sondern auch den ganzen Kontext übersetzen kann und Erklärungen liefern kann, die eben für beide Seiten verständlich sind. In unserer kleinen Bucht sieht man auch ganz viele Schnecken im Wasser. Diese Schnecken heißen Caracol chivita und sie erfüllen eine sehr wichtige Funktion, denn sie halten diese Lagune sauber.
Ziemlich verrückt finde ich auch, wie dieser Baum hier gewachsen ist. Sein Baumstamm ist horizontal oder hat er 4 Baumstämme, einen horizontalen und 3 vertikale. Wer weiß, auf jeden Fall sieht er ganz schön beeindruckend aus und ist sehr groß. Ich bin jetzt im Zentrum von Bacalar und schaue mich hier mal um. Hier ist ein großer Platz im Zentrum, der sehr schön ist. Und abends sind hier auch ganz viele Essensstände. Und hier gibt es auch ganz viele Restaurants. Und hier ist eine Festung, die wir uns jetzt aus der Nähe anschauen. Die Festung wurde im 18. Jahrhundert gebaut und im Museum habe ich gelesen, dass sie abwechselnd von den Engländern, den Spaniern, den Piraten und den Mayas besetzt wurde, obwohl sie dem Museum nach als erstes gebaut wurde, um die Piraten fernzuhalten, die das Holz Palo Tinte hier gesucht haben. Und von hier aus sieht man sehr schön die Blautöne von der Lagune. Diese Festung war auch sehr wichtig, um die Engländer fernzuhalten, denn wir sind ganz in der Nähe von Belize und in Belize gab es englische Kolonie. Damit die fernbleiben, wurde eben diese Festung gebaut von einem Virrey, also von der spanischen Krone. Und eben habe ich eine Iguana in einer Kanone sitzen sehen. In der Kanone ist es bestimmt schön warm. Und eben ist meine Tante weggefahren. Das heißt, ich bin ein bisschen traurig, dass sie nicht mehr da ist, weil wir ganz viel Spaß zusammen hatten. Aber ich habe zum Glück noch ein bisschen Urlaubszeit hier, die ich auf jeden Fall ganz doll genießen werde und wo dann auch hoffentlich ganz lustige und schöne, spannende, interessante, informative Videos dann entstehen. Ich bin im Eco-Park von Bacalar. Hier kann man ganz einfach hinlaufen vom Zentrum aus und hier darf man baden. Und hier erkennt man schön die Blautöne der Lagune. Es ist etwas windig und wirkt, aber man sieht auf jeden Fall die schönen Farben. Ich glaube, ich laufe einmal drum herum und dann springe ich ins Wasser. Hier sieht man die Mangroven, sehr, sehr schön. Die Mangroven gibt es an sehr vielen Orten in Mexiko. Die sind auch ganz wichtig, zum Beispiel um vor Bodenerosion zu schützen, denn die Wurzeln halten den Boden zusammen, so viel ich weiß. Sie sind das Zuhause von sehr vielen Lebewesen. Und hier darf man also entlang spazieren im Eco-Park und auf beiden Seiten schwimmen, ins Wasser springen. Es gibt Leitern, um ins Wasser zu springen und es ist nicht tief. Hier kann man stehen. Ich rate jetzt einfach mal, dass dieses braune Gewucher hier unten die Stromatolitos sind. Das sind diese Korallen oder Bakterien, die eben für den Sauerstoff in der Lagune sorgen und das besondere Ökosystem hier schaffen. Und hier ist zwar kein Schild, aber es entspricht ein bisschen der Beschreibung, die ich bekommen habe. Und hier ist ein sehr großer Bereich mit Stromatolitos und hier darf man natürlich nicht betreten und auch nicht schwimmen. Und die Mangroven darf man auch nicht betreten und auch nicht anfassen. Am südlichen Ende der Lagune Bacalar befinden sich Los Rápidos de Bacalar. Das sind die Strömungen von Bacalar. Und hier kann man also ins Wasser steigen, da vorne, und sich hier so runtertreiben lassen in diesem wunderschönen blauen Wasser. Bis zu dem Restaurant, da kann man dann was essen oder in der Hängematte sich aufhalten oder noch eine Runde sich treiben lassen. Man kann auch ein Kajak mieten. Und hier rechts und links von mir sieht man ganz viele Mangroven und ganz viele von den Stromatolitos. Zu den Rápidos von Bacalar schafft man es innerhalb von 10 Minuten mit dem Auto. Und ich hole mir jetzt eine Schwimmweste. Man muss ein bisschen Eintritt zahlen und dann kann man hier ins Wasser steigen und sich so treiben lassen. Mit der Schwimmweste wird es auch angenehmer, weil dann kann ich vielleicht auch das Handy mitnehmen. Hier rechts und links sieht man eben ganz viele von diesen Stromatolitos und ganz viele Fische auch und auch ganz viele Mangroven. Da bin ich wieder
in den Rapidos von Bacalar. Ich nehme euch eine kleine Runde mit, nur ein Stückchen, weil dann lege ich mein Handy beiseite und schwimme das mal ohne Schwimmweste, weil die Strömung ist wirklich so soft. Es ist wie in einer Wiege. Man braucht keine Schwimmweste, wenn man sich ein bisschen bewegen möchte. Man kann sich aber auch mit der Schwimmweste ganz angenehm treiben lassen. Und Bacalar hat wirklich ganz viel zu bieten. Es gibt super viele Aktivitäten und es sind nur 3 Stunden mit dem Bus von Tulum entfernt. Es gibt ja auch eine Station vom Tren Maya. Man kann also auch von Tulum mit dem Tren Maya hierher fahren und dann noch zu anderen Orten fahren mit dem Tren Maya oder mit dem Bus. Und ja, es ist also ein Ausflug wert, wenn man hier in der Karibik ist. Es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Ich habe etwas bewölktes Wetter erwischt, aber ich habe eine super, super tolle Zeit. Innerhalb von 2 oder 3 Tagen hat man hier wirklich sehr viel gemacht, kann man sehr viel sehen. Die Tour auf der Lagune ist sehr empfehlenswert. Und ich paddel jetzt mal gar nicht und ich lasse mich treiben. Und es geht schon ein bisschen vorwärts. Hui. Es nimmt einen Schritt. Aber es ist ganz angenehm. Hier kann also wirklich jeder, wenn man auch nicht so gut schwimmen kann, kann man hier auch rein und sich gut gehen lassen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht auf die Estromatolitos läuft, dass man die nicht beschädigt. Ich treibe jetzt noch hier vorbei an Los Rapidos de Bacalar. Und damit verabschiede ich mich, denn da vorne ist dann auch der Ausgang und dann muss ich wieder aus dem Wasser steigen und dann laufe ich bis ganz nach hinten und lasse mich einmal komplett treiben, weil wenn ich jetzt hier nicht aus dem Wasser steige, dann bin ich gleich in der Lagune und dann habe ich hier meine Sachen liegen lassen. Aber danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Mein Name ist Calypso. Bis zum nächsten Video. Ciao!